Also Leute, stellt euch vor, zwei riesige Cane Corsos, zusammen 127 Kilo pure Kraft und eine komplette Nachbarschaft, die vor Angst fast durchdreht. Aber was diese Hunde dann eines Abends getan haben, das hat alles verändert. Bleibt dran! Als Markus und seine Frau Lena in ihr neues Haus in einer ruhigen Wohngegend in München einzogen, wussten sie, dass ihre beiden Cane Corsos für Aufsehen sorgen würden. Was sie nicht erwartet hatten, war die Welle der Angst, die durch die gesamte Straße ging, als die Nachbarn Shadow und Titan zum ersten Mal sahen. Shadow wog 66 Kilo pure schwarze Muskelmasse. Sein Bruder Titan war mit 61 Kilo nur etwas leichter. Zusammen waren das 127 Kilo von dem, was die meisten Menschen als Albtraum bezeichnen würden. Aber Markus und Lena kannten die Wahrheit. Diese beiden Riesen waren die sanftesten Seelen, die sie je kennengelernt hatten. Die Probleme begannen am ersten Tag. Frau Schneider, die ältere Dame von nebenan, sah Shadow im Vorgarten stehen und rief sofort das Ordnungsamt an. Sie wartete nicht einmal ab, was der Hund tun würde. Sie sah nur seine Größe, sein dunkles Fell und seinen kräftigen Kiefer und geriet in Panik. Der Beamte, der kam, warf einen Blick auf Shadow, der ruhig neben Markus saß, und ging wieder, ohne irgendetwas zu protokollieren. Aber das war erst der Anfang. Innerhalb der ersten Woche hatten 3 verschiedene Nachbarn eine Petition unterschrieben, um die Hunde aus der Nachbarschaft entfernen zu lassen. Sie behaupteten, die Cane Corsos seien eine Gefahr für Kinder. Sie sagten, die Hunde würden zu viel bellen, obwohl Shadow und Titan kaum einen Laut von sich gaben. Ein Mann behauptete sogar, Markus würde sie zu Angriffshunden ausbilden. Nichts davon stimmte. Markus hatte Shadow und Titan großgezogen, seit sie 8 Wochen alt waren. Er hatte sie selbst trainiert, unzählige Stunden damit verbracht, ihnen Kommandos beizubringen, sie mit anderen Hunden zu sozialisieren und ihnen vor allem Liebe zu zeigen. Das waren keine Waffen, das war Familie. Lena scherzte oft, dass Titan mehr Angst vor Schmetterlingen hatte als vor allem anderen. Und Shadow, der weinte fast, wenn er versehentlich zu fest auf ein Quietschspielzeug trat. Aber die Nachbarn sahen nichts davon. Sie sahen nur das, was sie sehen wollten. 2 riesige, schwarze, furchteinflößende Hunde. Monatelang fühlten sich Markus und Lena isoliert. Nachbarn wechselten die Straßenseite, wenn sie vorbeigingen. Kinder wurden reingeholt, wenn Shadow und Titan im Garten spielten. Einladungen zu Geburtstagsfeiern blieben aus. Es war, als hätte die gesamte Nachbarschaft beschlossen, dass sie gefährlich waren, ohne ihnen jemals eine Chance zu geben. Krass, oder? Und ihr habt immer noch nicht abonniert? Das bricht mir ehrlich das Herz. Klickt jetzt auf Abo. Dann passierte etwas, das alles veränderte. Es war ein Donnerstagabend Ende Oktober. Die Sonne war gerade untergegangen und die meisten Familien waren drinnen beim Abendessen. Markus arbeitete spät und Lena war mit den Hunden zur abendlichen Runde aufgebrochen. Sie bemerkte das Auto nicht, das ihr seit 2 Straßen langsam folgte. Aber Shadow bemerkte es. In dem Moment, als Lena in eine dunklere Straße einbog, blieb Shadow stehen. Seine Ohren legten sich flach an, sein Körper spannte sich an. Titan stellte sich sofort neben seinen Bruder. Beide Hunde bildeten eine Mauer zwischen Lena und etwas, das sie nicht sehen konnte. Dann hörte sie Schritte hinter sich. Ein Mann näherte sich schnell, die Kapuze hochgezogen, die Hände in den Taschen. Lenas Herz begann zu rasen. Sie war allein, es war dunkel und sie hatte keine Ahnung, was sie tun sollte. Aber Shadow wusste genau, was zu tun war. Er ließ ein einziges tiefes Bellen los. Nicht aggressiv, nicht chaotisch, nur ein kraftvoller Laut, der durch die leere Straße hallte. Der Mann blieb stehen. Titan trat einen Schritt vor und stellte sich direkt vor Lena. Keiner der Hunde knurrte, keiner der Hunde stürzte vor. Sie standen einfach da, 2 Riesen, die die Person beschützten, die sie am meisten liebten. Der Mann drehte um und ging weg. Lena schlief in dieser Nacht nicht. Sie spielte den Moment immer wieder in ihrem Kopf ab und fragte sich, was passiert wäre, wenn Shadow und Titan nicht da gewesen wären. Sie hatte immer gewusst, dass ihre Hunde besonders waren. Aber in dieser Nacht verstand sie wirklich, was sie bereit waren, für sie zu tun. Solche Geschichten sind genau der Grund, warum wir das hier machen. Was Lena nicht wusste, jemand hatte alles gesehen. Herr Müller, ein pensionierter Polizeibeamter, der an der Ecke der Straße wohnte, hatte gerade seinen Müll rausgebracht, als er Lena mit den Hunden spazieren sah. Er hatte die ganze Begegnung von seiner Einfahrt aus beobachtet. Und was er sah, änderte seine Meinung über alles. Am nächsten Morgen klopfte Herr Müller an Markus und Lenas Tür.
Er entschuldigte sich dafür, die Petition unterschrieben zu haben. Er erzählte ihnen, was er gesehen hatte, und dann sagte er etwas, das Markus nie vergessen würde. Diese Hunde sind nicht gefährlich. Sie sind Beschützer. Ich habe ausgebildete Polizeihunde gesehen, die weniger Disziplin hatten als eure beiden Jungs. Es sprach sich schnell herum. Bis zum Ende der Woche hatte Frau Schneider Plätzchen für Markus und Lena gebacken. Sie fragte sogar, ob sie Shadow streicheln durfte, etwas, das sie vorher nie getan hätte. Der Mann, der Markus beschuldigt hatte, Angriffshunde zu trainieren, entschuldigte sich persönlich und gab zu, dass er falsch gelegen hatte. Eltern ließen ihre Kinder den Hunden von der anderen Straßenseite zuwinken. Einige fragten sogar, ob sie näher kommen durften. Shadow und Titan nahmen die Aufmerksamkeit genauso an, wie man es erwarten würde. Mit ruhiger, geduldiger, sanfter Gelassenheit. Sie ließen Kinder sie streicheln. Sie saßen still da, während Nachbarn Fotos machten. Sie wedelten mit dem Schwanz bei jedem, der sich näherte, als hätten sie die Monate des Urteils und der Angst längst vergeben. Denn das waren sie. Keine Monster, keine Waffen. Nur zwei Brüder, die nichts anderes wollten, als zu lieben und geliebt zu werden. Manche Geschichten sind einfach zu gut, um sie für sich zu behalten. Heute sind Shadow und Titan die beliebtesten Hunde in der Nachbarschaft. Kinder rennen los, um sie bei Spaziergängen zu begrüßen. Frau Schneider bringt ihnen jeden Sonntag Leckerlis. Herr Müller ist einer von Markus' engsten Freunden geworden. Und die Petition, die einmal ihre Entfernung gefordert hatte, sie wurde durch eine Nachbarschafts-WhatsApp-Gruppe ersetzt, gefüllt mit Fotos der beiden Cane Corsos beim Kuscheln, Spielen und absolut gar nichts Gefährlichem tun. Markus denkt manchmal noch an diese frühen Tage, die Angst in den Menschens Augen, das Geschwister hinter seinem Rücken, die Einsamkeit, für etwas verurteilt zu werden, das nicht stimmte. Aber er denkt auch daran, wie weit sie gekommen sind, wie ein einziger Moment der Wahrheit ausreichte, um alles zu verändern. Shadow und Titan mussten sich nicht beweisen, sie brauchten nur eine Chance zu zeigen, wer sie wirklich waren. Und als diese Chance kam, zögerten sie nicht. Denn ein Beschützer zu sein, bedeutet nicht aggressiv zu sein. Es bedeutet präsent zu sein. Es bedeutet zwischen den Menschen zu stehen, die man liebt, und allem, was ihnen schaden könnte. Shadow und Titan tun das jeden einzelnen Tag. Nicht mit Gewalt, nicht mit Angst, sondern mit Treue, Geduld und einer Liebe, die so tief ist, dass man sie nicht in Kilogramm messen kann. 127 Kilo Muskeln, 127 Kilo Treue, 127 Kilo der am meisten missverstandenen Liebe, die ihr je sehen werdet. Würdet ihr sie nach ihrer Rasse beurteilen oder nach ihrem Herzen? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn euch diese Geschichte berührt hat, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal.